Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und heute leider so umfangreich, dass ich vermutlich einen Zweiteiler draus machen werde. Bedeutet, ich habe gestern Abend bereits ein paar Aufnahmen gemacht von der Technik von diesem HPA-System, habe es mal auseinandergeschraubt, habe es euch versucht, so gut wie möglich, so gut wie ich es halt verstehe, euch näher zu bringen, zu zeigen, ein bisschen zu erklären. Und allein da bin ich schon über eine Stunde Videomaterial. Dementsprechend, wie gesagt, ich werde vermutlich einen Zweiteiler machen. Wir machen heute Teil 1. Wir sprechen über das System, wir sprechen mal ein bisschen über die Kniften, wir schauen uns die Energieabgabe an, wir schauen uns die Möglichkeiten von diesem HPA-System an. Und wer dann einfach noch mehr Infos braucht zu dem Ding, wie es innen drin aufgebaut ist, wie es von der Materialqualität ist, wie gesagt, machen wir dann einen zweiten Teil, wo es wirklich nur um die Technik geht. So, ihr werdet auch feststellen im Laufe dieser beiden Videos, dass ich hin und wieder mal ein kleines bisschen struggle, gerade bei der Erklärung der HPA-Engine, wie das alles funktioniert. Denn es ist kein System, was man kennt. Bedeutet, es ist keine Inferno irgendwie drin von Wolverine, es ist keine P-Star drin, es ist kein Minecraft-System, sondern es ist eine komplette Eigenentwicklung von Begadi und hat man so noch nicht gesehen. Und dementsprechend, ich musste mich da auch erstmal reinfuchsen, habe auch ein paar E-Mails an Begadi geschrieben, weil ich selber nicht ganz gerafft habe, wie das jetzt genau alles vonstatten geht da innen drin. Und wie gesagt, komplett Eigenentwicklung von Begadi und dementsprechend ist es auch für mich was komplett Neues. Wer also jetzt erwartet, dass das alles so runtergelallt wird wie bei einer SAEG, den muss ich leider enttäuschen, denn auch für mich ist das, wie gesagt, was komplett Neues. Ich kenne das System so leider nicht. Und dementsprechend auch heute wieder die Info, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei der Technik wirklich zu 100% alles korrekt erklärt habe. Wenn da hier und da mal ein kleiner Fehler drin sein sollte und im Nachhinein sich das rausstellt, dann werde ich euch vielleicht sogar noch irgendwann mal einen dritten Teil machen. Und wie gesagt, ich gebe mein Möglichstes. Ich habe auch da drüben 3 DIN A4 Seiten voll mit Stichpunkten. Dementsprechend, wie gesagt, wird umfangreich. Macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Gut, Leute, ich hoffe, ihr sitzt. Es geht los erstmal mit den allgemeinen Informationen. Also so ein bisschen was Allgemeines. So, ihr seht jetzt hier erstmal auf dem Tisch, das ist eine ganz normale Syma SR25 oder Mod 25 oder CM 098 müsste das sein. Letztendlich kennen wir schon. Seht ihr auch da hinten meine wunderschöne BR10, meine Burg. Schöne Modellserie, klar, fette Magazine, feiere ich, DMR. So, ihr seht aber auch, das Ding gibt es jetzt eben als HPA, denn da unten hängt so ein dämlicher Schlauch raus. Nein, da hinten hängt ein Schlauch raus, dementsprechend das Ganze eben auch als HPA jetzt verfügbar. So, und worauf ich jetzt aber eigentlich eingehen möchte, ich habe für dieses Video 4 unterschiedliche Systeme nicht, aber 4 unterschiedliche Modelle bekommen, die alle jetzt dieses neue HPA-System oder die HPA-Engine eigentlich drin verbaut haben. Und da ist eben auch eine P90 dabei. Und jetzt werdet ihr euch denken, hä? Wie soll denn das funktionieren? Eine SR25, eine Nova oder whatever, die haben alle letztendlich eine Nozzle, die mittig ausgerichtet ist. Eine P90 und eine SVD haben aber einen Offset. Also da sitzt die Nozzle quasi nicht mittig bei der Engine, sondern oben. So, und da muss ich euch zunächst mal sagen, wer technisch ein bisschen bewandt ist, den wird es sehr freuen letztendlich. Die ganze Engine ist zu Standard-Zylinder-Heads und Nozzlen kompatibel, die man aus dem AEG-Bereich letztendlich verwendet. Also auch wenn ihr bei irgendeinem Modell eine andere Hop-Up-Kammer euch reinzömpelt und vielleicht ein Bucking und ihr braucht einfach eine andere Nozzle-Länge, dann müsst ihr jetzt nicht gucken, ob eure Engine irgendwie, ja, ob es da Nozzlen gibt in der Länge oder ob ihr überhaupt eine andere Nozzle herbekommt oder sowas. Nö, ihr kauft euch einfach für 4 Euro oder für 3,90 Euro eine AEG-Nozzle und macht die AEG-Nozzle rein. Und dann funktioniert es wieder. Also hier wirklich von der technischen Seite, von der Umsetzung war ich schon ein bisschen hyped, muss ich sagen. Das haben sie geil gemacht. Also hier zunächst mal, wie gesagt, Mod 25 oder SR25. Lauflänge weiß ich gar nicht. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 400, 420 oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr es auf Patreon vielleicht schon gesehen. Der letzte Chronotest auf Patreon war eben das Modell mit maximaler Leistung mit 0,45 Gramm. Und dann drückt das Ding problemlos knapp 3 Joule durch. Das ist jede Menge Energie, muss man sagen. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, denn wer jetzt denkt, ja gut, Energie aus dem HPA-System bekommt man immer raus. Also auch eine MTW oder eine Polarstar, wenn man genug Druck drauf gibt, dann zömpeln die schon ordentlich Leistung durch. Natürlich,
Das Modell auch, aber ihr könnt das Problem noch auch runterschrauben auf zum Beispiel 6 Bar und dann drückt das Ding halt nur noch vielleicht 1,2, 1,3 Joule durch. Also ihr seid gerade bei der Energieabgabe hier letztendlich genauso flexibel wie bei anderen HPA-Systemen, muss man sagen. So, wie gesagt, ich habe es mal hergestellt, weil es einfach gerade von der Energie als DMR halt sich mega anbietet. Wie gesagt, mit Leichtigkeit mal kurz 2,4 Joule, 2,9 Joule, wenn es pressiert. Wie gesagt, sehr, sehr interessant als DMR. So, und jetzt habe ich euch eben gerade schon angesprochen, es gibt nämlich auch diese kleine knuffige P90, die wiegt jetzt übrigens fast gar nichts mehr, ebenfalls als HPA. Und hier kommt eben der Vorteil zum Einsatz, was diese Bugatti Engine hat, dass eben normale Zylinderheads und Nozzlen kompatibel sind. Bedeutet dementsprechend passt diese ganze Engine auch problemlos in eine P90 rein und funktioniert problemlos. So, die schauen wir uns später noch an und dann habe ich noch 2 weitere Modelle bekommen. Da hat Bugatti gemeint, die kann ich mir mal anschauen, soll mich aber nicht wundern. Die sind schon gespielt und getestet und diese Nova haben sie sogar unter Wasser gesetzt. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben. Das Ding war gerade innen drin nicht verrostet, auch nicht irgendwie in der Engine irgendwie dreckert, aber innen drin im Receiver waren kleine Steinchen drin und Dreckpartikel drin. Also entweder haben sie das Ding irgendwo in den See geschmissen oder die Regentonne ist relativ dreckig, muss man sagen. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht sauber gemacht, ich habe sie einfach so genauso gelassen, wie ich sie letztendlich bekommen habe. Wie gesagt, die Nova eben, das ist letztendlich ein ganz normales V2-System, das kennt man, halt jetzt auch eben als HPA. Und wie gesagt, die haben sie irgendwie ins Wasser geschmissen, um eben auch zu testen, ob das Ding halt, keine Ahnung, wasserdicht ist oder sowas. Bedeutet gleichzeitig, der ein oder andere wird es jetzt schon wissen, natürlich, es ist hier ein vollmechanisches System. Bedeutet, ihr braucht hier keinen Akku dafür, ihr braucht kein Ladegerät und dementsprechend, wenn das Ding mal ins Wasser fällt halt oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwie halt Feuchtigkeit zieht, juckt es das Modell letztendlich gar nicht im Vergleich zu elektronischen Systemen oder elektropneumatischen Systemen, nennen wir es mal lieber so. Also wie gesagt, da können wir mal kurz drüber schauen. Ich habe sie auch mal kurz für euch aufgemacht und reingeguckt, aber ist letztendlich von der Engine genauso wie die anderen auch. So, und das letzte Modell, was ich noch bekommen habe, die haben sie auch schon getestet und geprüft. Die sieht aber noch wesentlich besser aus. Das ist auch letztendlich so eine, was ist das, eine AK-74? AK-74 letztendlich auch von Syma. So, ihr seht aber auch, was ich ein bisschen schade finde, es sind jetzt alle Syma-Kniften und die werden wir uns auch natürlich später im Preissegment ein bisschen anschauen. Die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich unschlagbar. So, was ein bisschen schade ist, wie gesagt, denn ihr bekommt natürlich auch andere Modelle und ich finde, da könnte das Ganze jetzt ein bisschen trüben. Denn wenn ihr bei Bugatti dann, wenn das Zeug verfügbar ist, euch die Modelle anschaut, werdet ihr schnell sehen, boah, das ist ein Schnapper, das ist mega günstig, wirklich. Wenn ihr euch dann aber mal die anderen Kniften anschaut, zum Beispiel so eine E&C, wie heißt das Ding jetzt, diese fette SMR17 und SMR28, also halt diese HK-Verschnitte, die sind ja als SAEG schon relativ teuer, muss man sagen. Und die sind natürlich auch als HPA entsprechend deutlich teurer. Und wie gesagt, legt euch nicht fest, wenn wir später über den Preis sprechen, denn auch andere Herstellermodelle können entsprechend ein bisschen teurer werden. Sprechen wir aber später im Detail durch. Wie gesagt, das ist letztendlich das letzte Modell, welches ich als HPA erhalten habe. Um jetzt so ein HPA-System in Betrieb nehmen zu können, brauchen wir natürlich erstmal eine HPA-Flasche. Gut, brauchen wir auch nicht unbedingt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ihr braucht einen Vorregulator auf der Flasche und ihr braucht einen Regulator oben drauf. So, hier hat Bugatti für dieses Video einiges mitgeschickt, werde ich aber auch auf andere Produkte gleich noch eingehen. So, also erstmal der Punkt HPA-Flasche. Das hier hat jetzt Bugatti mitgeschickt und da seht ihr eine kleine Besonderheit. Das ist eine ganz normale 0,8 Liter Flasche, das ist eine Stahlflasche oder Stahl-Alu-Flasche letztendlich, also relativ schwer und mit 0,8 Liter jetzt auch nicht von der Kapazität, sage ich mal, die höchste. So, die kleine Besonderheit, was mir sehr gut gefällt, ist aber hier oben ein hauseigener Regulator drauf. So, und da haben sie 2 Stück mitgeschickt. Der eine nennt sich Hurricane. Das ist der hier, Hurricane HPA-Regulator. Und dann gibt's auch noch den Typhoon-Regulator. Ist letztendlich ein ganz normaler HPA-Regulator, wie man es kennt. Bedeutet vorne letztendlich Druckanzeige. Hier oben habt ihr so eine kleine Kappe. Die könnt ihr dann letztendlich einmal wegschrauben. Und dann habt ihr hier innen drin die Druckeinstellung, also einfach mit dem Inbus, der dabei ist, mehr oder weniger Druck einstellen. Und dann könnt ihr eben die Kappe da wieder draufschrauben, diese Aluminiumabdeckung.
und könnte zum Beispiel hier oben einfach nochmal einen Kabelbinder durchziehen als Tournament-Lock, damit man das Ganze also während des Spiels nicht verstellen kann. So, wie gesagt, hauseigener Begadi-Regulator. Da gibt es 2 Stück davon, die sprechen wir gleich kurz im Detail durch. Ich muss aber auch sagen, ja, das ist lieb von euch, Begadi, dass ihr so eine Flasche mitgeschickt habt. Aber wie gesagt, das sind halt 200 Bar mit 0,8 Liter. Das ist die Mutter aller HPA-Flaschen, glaube ich. Die habe ich euch damals schon gezeigt. Die habe ich von Sniper AS bei der Wolverine mitbekommen. Und die dürfte ich sogar behalten. Und das ist eine 1,5 Liter Kompositflasche mit 4500 PSI. Also nicht nur, dass deutlich mehr Volumen reinpasst, klar, sie ist deutlich größer, sondern auch noch deutlich mehr Druck reinpasst. Bedeutet, wenn ihr wirklich, keine Ahnung, mal 2 Wochenenden mit der gleichen Flasche spielen wollt, dann muss ich sagen, dann nehmt nicht so eine 0,8er, sondern schaut, dass der mindestens irgendwie so 1,2 Liter nimmt und am besten halt gleich eine mit 300 Bar und nicht mit 200 Bar. Passt einfach deutlich mehr rein und bekommt deutlich mehr Schuss raus aus so einer Flasche. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, wenn man sich die hinten in den Rucksack reinschmeißt, die ist jetzt auch nicht unbedingt so viel größer wie die 0,8. Ja, ein kleines bisschen, aber vom Gewicht her letztendlich exakt identisch, weil es halt eine Kompositflasche ist. Und wie gesagt, ja, schön, ist ein bisschen klein, muss ich sagen. Aber wie gesagt, muss man natürlich aber auch beachten, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel man spielt und wie ist die Möglichkeit, die Flasche voll machen zu lassen. Ihr wisst ja, ich habe mir damals oder letztes Jahr von den Patreon-Einnahmen extra so einen kleinen Kompressor gekauft. Der befüllt diese 0,8 Liter Flasche mit 200 Bar ohne Probleme. Das Ding ist in 10 Minuten ist die voll. Bei der 1,5 Liter Flasche mit 300 Bar, da plagt er sich. Also dann muss ich auch noch eine halbe Stunde kurz Pause machen, abkühlen lassen, dann wieder starten, nochmal eine halbe Stunde laufen lassen. Nach einer Stunde ist in dem Ding dann vielleicht, wenn es hochkommt, 4000 PSI drin. Und dann ist wirklich gut. Also ihr seht, auch für so große Flaschen braucht man auch den entsprechenden Kompressor, um die wirklich voll zu bekommen. Oder eben, ihr habt die Möglichkeit, es irgendwie auf dem Feld zu befüllen oder irgendwie in einem Paintball-Shop zu befüllen oder bei der Feuerwehr. Dann nehmt immer so eine Flasche. So, und jetzt kommen wir eben nochmal drauf zu sprechen, auf die Regulatoren. Hier war übrigens standardmäßig der Storm-Regulator drauf auf der Flasche vom Sniper. Oder auf der, was ist das eigentlich, Amotech? Ja, Amotech-Flasche übrigens. Da war der Storm-Regulator von Wolverine drauf, funktioniert einwandfrei, aber die Kosten sind natürlich entsprechend deutlich höher. Bedeutet, für so eine ganz normale Alustahlflasche bezahlt er um die 60 Euro, glaube ich. Ungefähr 60, 70 Euro, glaube ich. Und so eine knallt halt direkt mal mit 290 Euro rein. Also das, was ihr euch beim HPA-System spart letztendlich, könntet ihr schon wieder in die Flasche letztendlich investieren. Es ist also immer eine Frage des Preises, wie viel möchte man ausgeben und was benötige ich auch. Wie gesagt, wenn man so einen kleinen Kompressor selber daheim hat und man spielt halt nur einen Tag, ja, dann langt so eine Flasche locker aus. Geht ihr aber zum Beispiel irgendwie auf ein Event, sei es Dark Emergency oder Beer Zone oder whatever, und ihr spielt das ganze Wochenende durch, dann würde ich immer empfehlen, nehmt halt direkt so eine Flasche. Kostet aber halt sehr, sehr viel Geld, muss man sagen. So, jetzt Regulator. Wie gesagt, ich habe auch das Begadi HPA-System mit dem Wolverine-Regulator getestet und probiert. Funktioniert letztendlich genauso. Aber auch hier der kleine Regulator, der Storm, kostet aktuell 230, keine Ahnung, ich weiß es nicht, müsst ihr gucken. Ich glaube 230 Euro, nur der kleine Regulator letztendlich. Und da hat mir eben Begadi ihre eigenen Regulatoren mitgeschickt und die kosten gerade mal 80 Euro. Also 230 oder 200 ein paar zerquetschte Euro. Und der hier, oder die beiden Regulatoren von Begadi, 80 Euro. So, und hier gibt's eben noch eine kleine Besonderheit, oder was heißt eine kleine, eigentlich eine große Besonderheit. Ganz normales Überdruckventil drauf, bedeutet, wenn jetzt zu viel Druck drauf geht oder einfach zu viel Druck entsteht, bläst der Druck direkt hier oben ab letztendlich. So, und jetzt kommt aber der Clou, ihr könnt diese Regulatoren nicht nur auf einer ganz normalen HPA-Flasche einfach draufschrauben und fertig und spielen, sondern der Clou ist, ihr könnt den ganzen Mist auch auf eine CO2-Flasche aufschrauben. So, jetzt passt auf. Das ist eben auch eine kleine Besonderheit, beziehungsweise wird als Besonderheit beworben. Ob es das so schon gibt, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. So, und zwar könnt ihr letztendlich solche ganz normalen Soda-Stream-Flaschen
für euer HPA-System verwenden. Und die bekommt ihr eben problemlos irgendwie online. Ich habe zum Beispiel meine bei Amazon bestellt. Ihr könnt auch bei SodaStream direkt zum Beispiel auf der Webseite so einen Austauschservice machen. Bedeutet, ihr kauft euch 2 Flaschen. Wenn sie leer sind, habt ihr direkt kostenfreien Rückversand, schickt sie wieder zurück und könnt wieder 2 volle letztendlich als im Austausch bekommen. Wie gesagt, sehr interessant. Und ihr müsst mal gucken, es gibt auch bei SodaStream auf der Webseite, könnt ihr sogar eingeben, wo wohnt ihr. Und dann seht ihr auf der Landkarte, wo es quasi die Flaschen direkt im Austausch gibt. Sei es jetzt Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, Norma, keine Ahnung. Es gibt also verschiedene Discounter, welche diese Flaschen immer vollgefüllt am Lager haben. Bedeutet, ihr kauft euch einmalig so eine CO2-Flasche für so ein Sprudelsystem. Und wenn das Ding leer ist, geht ihr einfach zum Discounter, wenn der halt eure Flasche anbietet und tauscht sie gegen eine volle aus. Ihr braucht also weder einen Kompressor noch eine teure HPA-Flasche dafür. Und da seht ihr eben auf der jetzt, die ist übrigens noch voll. Ich habe noch irgendwo hier, das ist die SodaStream, genau. Die habe ich komplett leer geknallt. Das ist einmal diese das sind 400, was sind da drin? 425, glaube ich, ja. 425 Gramm CO2. Sehr kompakt, auch einfach einen Rucksack rein, fertig. So, und die ist, wie gesagt, die SodaStream habe ich leer gemacht. Die ist jetzt extra für das Video, habe ich mal noch ein bisschen was drin gelassen. Schraubt da einfach den Regulator, genauso wie bei einer HPA-Flasche da oben drauf. Denn bei diesen beiden Regulatoren von Bugatti, bei diesem Hurricane und das ist der Typhoon, ist immer ein Adapter direkt für CO2 auch noch mit dabei. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht unbedingt nur HPA oder nur HPA-Flasche verwenden, sondern habt eben auch die Option, mal CO2 zu verwenden. Und es macht von der Energie und vom Cooldown so gut wie keinen Unterschied. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, das seht ihr jetzt hier, da ist auch nochmal so ein zweites Manometer vorne mit drauf. Denn der untere Teil hier, das ist letztendlich der Adapter für CO2-Flaschen. Da seht ihr auch, die hat jetzt volle 60 Bar Druck drauf. Die Kartusche hier oder diese Zylinder. Und oben ist dann letztendlich nochmal ein Manometer, wo ihr seht, wie viel Ausgangsdruck gerade eingestellt ist. Finde ich geil. Und wie gesagt, solche Adapter sind eben bei beiden von diesen 80 € Regulatoren dabei. Und auch hier muss man jetzt, mir fällt gerade die AK um. Und hier muss ich jetzt sagen, das finde ich schon wieder vom Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich das einfach eine super Sache. Bedeutet 80 € der Regulator, der tut das gleiche wie andere Regulatoren letztendlich auch. Lässt sich sauber einstellen, gibt ausreichend Luft durch oder wie nennt man das, Durchfluss? Also die Menge halt an Luft, die nachfließen kann, ist hoch genug und ihr bezahlt halt nur 80 € dafür. Und habt eben die Option, diese ganz normalen CO2-Zylinder ebenfalls optional noch zu verwenden. Das finde ich einfach geil. Bedeutet auch, wenn man jetzt irgendwo mal auf ein Event fährt, kann man sich zum Beispiel so eine CO2-Flasche noch irgendwie als Alternative mitnehmen oder halt nur CO2, wenn man nur CO2 verwenden möchte. Und wenn mal irgendwas sein sollte mit der Flasche oder mit der Berstscheibe oder keine Ahnung, ja, dann nehmt ihr halt kurz die CO2-Flasche, zack, und spielt einfach weiter. Also hier hatten wir letztendlich bei dem System 2 Möglichkeiten, das System anzutreiben. Also entweder ihr nehmt ganz normal Pressluft, HPA, oder ihr nehmt einfach die fetten CO2-Zylinder. Beides funktioniert und für beides ist diese Engine letztendlich ausgelegt. Wenn wir gerade schon über einen sehr günstigen Regulator oder über ein sehr günstiges Setup letztendlich gesprochen haben, gehen wir doch direkt mal auf diese Engine und vor allem auf die Kosten ein. Denn das wird heute meiner Meinung nach eigentlich so der größte Pluspunkt von diesem ganzen HPA-Zeug. So, vielleicht erstmal die Preisstruktur. Ihr werdet, ich weiß jetzt nicht, ob das Zeug schon online ist bei Bugatti, auf jeden Fall, ich habe die Preise jetzt bekommen und ich war selbst extrem überrascht. Ich habe es euch damals bei der Wolverine angesprochen und wer sich mit dem Discord mit mir unterhalten hat, der weiß auch, dass ich die aktuelle Preisstruktur von HPA-Systemen einfach nur frech finde. Bedeutet, ihr bezahlt für eine Wolverine nur für die Engine, ohne Waffe, nur für die Engine bezahlt ihr, keine Ahnung, 450, 520 € oder sowas. Polarstar genauso, Kitara glaube ich auch 400 € oder sowas. Und selbst das Gate-System zahlt ihr auch ohne Titan 350, dann braucht ihr noch einen Titan dazu, dann seid ihr auch für die Engine irgendwo bei 500 €. Nur für die Engine, da ist keine Zulassung mit dabei, da ist keine Knifte mit dabei. Und dementsprechend kosten diese HPA-Sachen alle einfach extrem viel Geld.
Bedeutet, ihr seid bei mindestens 800 Euro, im besten Fall oder im Regelfall eigentlich eher bei 1000 Euro für eine HPA-Knifte. Habt dann aber keine Flasche, habt keinen Regulator, habt noch keinen Schlauch dabei. Und dementsprechend habe ich, wie gesagt, ich habe es euch auch bei der Wolverine gesagt, ich finde es einfach, da fehlt mir die Relevanz, wenn man sich diese HPA-Engines anschaut. Bei Wolverine, das ist einfach ein bisschen ein Alu, eine günstige Nozzle, eine Platine dazu. Das Ding kostet in der Herstellung vielleicht, lasst teuer sein, dann kostet $50. Und verkauft wird es aber für 500. Und da fehlt einfach der Gegenwert. Man bezahlt einfach unheimlich viel Geld und bekommt aber relativ wenig dafür. Ihr wisst, so Vergleiche ziehe ich immer gern, denn wie gesagt, Einkaufspreis und VK, es muss halt irgendwo, muss es in der Relevanz stehen. Und ich bin der Meinung, dass man hier bei diesen HPA-Systemen immer doch ein bisschen als Kunde oder als Endverbraucher ein bisschen abgezockt wird. Wie gesagt, man bekommt relativ wenig für das, was man bezahlt. So, und warum rede ich heute eigentlich so eher kritisch ein bisschen drauf, oder warum spreche ich es überhaupt so definiert an? Denn Begadi zeigt uns, dass es anscheinend auch anders geht. Denn hier bezahlt ihr letztendlich für diese, diese AK, ich habe die Preise notiert, die AK soll kosten 470 Euro. Und wenn ihr euch jetzt die Differenz anschaut, es ruft das Modell bei Begadi mal im Shop auf, SAEG, und dann schaut mal den Aufpreis für HPA an. Da bezahlt ihr nicht für die Engine 400 Euro. Das heißt, die Begadi Engine, natürlich werden sie da irgendwo Gewinn damit machen, aber dennoch finde ich, das ist einfach fair. Bedeutet, man bekommt ein komplettes HPA-System ab 420, 430 Euro und nicht ab 700 oder 800 Euro, wo einfach die ganze Relevanz fehlt. Wie gesagt, ihr bekommt natürlich auch in Deutschland, dann bekommt ihr häufig die Specna Arms Modelle auch auf Wolverine umgebaut. Ja, natürlich, das ist nicht von den Shops einfach zu teuer gemacht. Das ist einfach die Engine, was so ein Haufen Geld kostet. Bedeutet, da kostet rein die Engine, kostet mehr wie die Specna Arms Knifte. Und dann müssen sie das Zeug halt für 700 oder 800 Euro verkaufen. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach von den Herstellern, finde ich, von diesen Engines, es ist einfach total gesponnen und total übertrieben teuer. So, wie gesagt, 470 die AK, die Mod 25 ist die teuerste. Wo steht's denn jetzt? Da hinten. Das ist das teuerste Modell, was ich eben zugeschickt bekommen habe. Die liegt bei 560 Euro. Aber Leute, 560 Euro, komplettes HPA-System, CNC gefräst, mit Edelstahl innen drin und nicht nur Alu. Dann haben wir die Nova, die soll 520 kosten und die P90 ist ein bisschen, die fällt da ein bisschen raus vom Vergleich her, denn die soll 490 Euro kosten. Wie gesagt, ich habe die Modelle alle verglichen, ein bisschen vom Preis her mit den AEG-Modellen. Und hier ist die P90 aber teurer. Habe ich auch bei Begadi angefragt, warum jetzt die P90 mehr kostet wie die anderen Modelle. Das schauen wir uns beim Technikvideo an, denn die P90 hat ein komplett CNC gefrästes Trigger-System drin oder Abzugssystem drin. Bedeutet, hier sind nochmal deutlich mehr CNC-Teile drin verbaut wie bei den anderen Systemen. Dementsprechend eben kostet die P90 leider ein bisschen mehr. Aber trotzdem, 490 für eine HPA, finde ich dennoch, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, jetzt werdet ihr euch denken, ja, das ist ja super, Preis-Leistung, klasse, was ist denn das jetzt eigentlich genau? So, es ist also letztendlich eine vollmechanische HPA bzw. CO2-Engine. Also wie gerade schon angesprochen, ihr könnt auch einfach so eine CO2-Flasche anstecken mit dem Regulator und könnt durch die Dinger mit CO2 eure Kugeln rausdrücken letztendlich. Funktioniert exakt identisch. Nur vielleicht, bevor wir uns dann die Chronowerte später anschauen, ich habe beim Chronen festgestellt, bei gleicher Kugelgrammatur, bei gleichem Eingangsdruck liegt die Energie mit CO2 meist geringfügig etwas weiter unten. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit einer HPA-Flasche 2 Joule oder 2,1 Joule bei 10 Bar oder so rausdrückt, dann liegt zum Beispiel die CO2-Flasche dann bei 1,8, 1,9 Joule. Ist also geringfügig kleiner. Kann man aber getrost ignorieren, meiner Meinung nach. Dann drehe ich halt das Ding anstatt auf 10 Bar auf 11 Bar hoch. So, und auch, falls ihr euch jetzt wundert oder fragt mit diesem CO2, ja, das Ding, das wird doch komplett vereisen und es wird, ja, Cooldown anfällig wie eine GBB. Überhaupt nicht. Ich habe die komplette Flasche, was ihr vorhin gesehen habt, diese SodaStream-Flasche, habe ich aus 2 Modellen fast komplett am Stück leer geballert. Ja, die Flasche wird eiskalt, der Regulator bekommt sogar Eispartikel.
Aber die Engines laufen perfekt und selbst zum Ende der Flasche hin, obwohl alles vereist war, war ich gerade mal 0,2 Joule weiter unten, als wo ich angefangen habe. Bedeutet voll aufgedreht, 2,3 Joule, rausgeballert, was ging. Und am Ende, wo die Flasche dann wirklich leer war, war ich immer noch bei 1,9 bis 2 Joule oben. Also auch hier nicht vergleichbar mit einem GBB-System letztendlich, wo ihr einfach, wenn ihr schnell triggert, dass ihr dann kontinuierlich Energie verliert. Das ist eben mit dem System mit CO2 nicht der Fall. Auch das muss man natürlich nur berücksichtigen, wenn man eben CO2 verwendet. Wenn ihr da eine HPA-Flasche ranballert, dann drücken die Dinger einfach problemlos richtig ordentlich Energie durch. So, Energie. Auch hier habe ich verglichen, denn das wird die meisten interessieren, das hat auch mich interessiert. Wie sieht es denn vom Verhältnis aus, was ich an Energie einführe? Ja, und was kommt vorne letztendlich raus? Und hier bin ich jetzt letztendlich hergegangen und habe mein altes Video zu der MTW aufgerufen, zu der Wolverine, und habe mal die Chronowerte einfach verglichen. Bedeutet, wie viel drückt die Wolverine bei wie viel Eingangsdruck und wie viel drückt jetzt das Begadi-System mit wie viel Eingangsdruck. Und hier war ich sehr positiv überrascht. Das ist exakt identisch, teilweise sogar mehr. Bedeutet hier bei dieser CQB Nova mit einem relativ kurzen Lauf, ich glaube das sind 200, was hatten die? Weiß ich nicht, 270, 275 oder sowas, liegen wir bei 8 Bar Eingangsdruck exakt identisch wie bei der MTW. Exakt gleich. Und ihr könnt eben auch noch hoch, bedeutet, wo ein pneumatisches System zum Beispiel bei zu viel Druck einfach aussteigt, weil die Ventile den Druck nicht mehr aufgezogen bekommen mit der Spannung, habt ihr hier keine Probleme. Bedeutet, wenn ihr irgendwo sagt, ja, ich blink ja nur, ich will ja nur ein bisschen Spaß haben irgendwo, ja, dann dreht ihr den Scheiß auf 12 Bar hoch und drückt da 3 Joule raus aus den Dinger. Also wie gesagt, Energieabgabe ist wirklich perfekt und ist auch für die deutschen Spielfelder sehr gut balanciert, muss ich sagen. Bedeutet natürlich, wie gesagt, 10 Bar, 12 Bar braucht ihr nicht spielen. Ihr drückt da locker über 2 Joule durch. Ihr könnt aber halt auch runter bis 6 Bar. Und dann spielt ihr mit 6 Bar Leistung bei 1,2 bis 1,3 Joule. Also das ist super. Bei der P90 könnt ihr sogar mit 6 Bar runter auf 0,9, glaube ich, war ich im Chrono oder sowas. Also ihr seht, ihr habt auch bei diesem HPA-System eine große Energiespanne letztendlich. 6 bis 12 Bar. Und wenn ihr dann eben auch noch schwere BBs dazu verwendet, dann kronen die Dinger oder drücken die Dinger richtig Energie durch. So, nochmal kurz, was machen wir als nächstes? Machen wir vielleicht kurz Thema Energieabgabe nochmal und Volumenverhältnis. Ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt. Ist vielleicht eher was von der technischen Seite, aber ich spreche es kurz an. So, daher es sich hier um ein voll mechanisches System handelt, habt ihr hier nicht die Möglichkeit, wie bei einer MTW, dass ihr irgendwie über eine Software die Ventilzeit sozusagen einstellt, also die Dwell-Time erhöht oder absenkt. Müsst ihr bei einer MTW teilweise machen, je nach Lauflänge, je nachdem, was für BBs ihr verwendet, müsst ihr halt die Dwell-Time so einstellen, also die Zeit, wie lang das Ventil offen bleibt, so lange einstellen, bis die Kugel halt komplett durchgedrückt wurde. So, und das dürft ihr hier aber nicht vergleichen, denn hier müsst ihr das Volumen nicht einstellen, beziehungsweise das Volumen ist gleichzeitig auch letztendlich den Druck, den ihr einstellt. Weil was ist denn Druck? Komprimierte Luft, komprimiertes Volumen letztendlich. So, und da gibt es eben gravierende Unterschiede bei einer MTW oder bei diesen ganzen elektropneumatischen Systemen. Habt ihr eben ein Ventil, das sind übrigens dann Open-Bolt-Systeme, bedeutet die Nozzle steht hinten. Das Begadi-System ist ein Closed-Bolt-System, bedeutet die Nozzle steht vorne. So, und jetzt aber der große Unterschied, bei den Open-Bolt-Systemen, wie zum Beispiel bei Wolverine, habt ihr keine sozusagen Vordruckkammer. Bedeutet, wenn ihr abdrückt und das Ventil öffnet sich, dann wird der Druck direkt aus dem Schlauch in die Engine eingeführt und der wird dafür hergenommen, um eure BB zu beschleunigen. Dementsprechend müsst ihr halt diese Zeit, wie lang das Ventil offen bleiben soll, müsst ihr dann einstellen, je nach Lauflänge und Kugelgewicht. So, das Begadi-System hat aber, oder arbeitet hier ein bisschen anders, denn hier habt ihr innen drin eine Vordruckkammer. Bedeutet, der nächste Druck oder das nächste Volumen für die nächste Kugel wird bereits hinten in der Engine sozusagen vorbereitet. Bedeutet, wenn ihr dann abdrückt, dann fährt die Nozzle, dann wird die Kugel abgefeuert, die Nozzle fährt zurück,
fährt wieder vor, lädt die nächste und dann der Druck, der hinten schon vorbereitet ist direkt schon in der Engine drin. Und dementsprechend müsst ihr hier nicht davon aus, oder müsst ihr hier keinen Druck einstellen irgendwie über ein Ventil, sondern euer eingestellter Druck über den Regulator ist gleichzeitig auch euer Volumen. Natürlich, je höher ihr mit dem Druck geht vom Regulator, desto mehr Volumen habt ihr in der Engine letztendlich vorhanden. Geht ihr runter mit dem Druck vom Regulator, habt ihr weniger Volumen drin und könnt dementsprechend auch effizienter arbeiten. Apropos, dann können wir gleich weitermachen mit der Effizienz. Auch hier wirklich hervorragend. Ich habe eben so eine ganze CO2-Flasche da durchgeknallt. Das waren um die 1800 Schuss bei 2,2 Joule Leistung. HPA habe ich nicht leer bekommen. Na, keine Ahnung. Ich habe ungefähr, was waren es denn, so knapp 2000 Schuss ungefähr raus. Und selbst diese 0,8 Liter Flasche war immer noch so circa 800 PSI drin. Also ihr seht, für einen Spieltag langt sogar so eine Stahl 0,8 Liter Flasche locker aus. Spielt er halt 2 Tage, 3 Tage, wie gesagt, nehmt eine größere Flasche. Aber auch das, muss ich sagen, liegt letztendlich auf gleichem Niveau wie andere Engines. Vergleicht's doch einfach mal, schaut euch mal die alten P-Star-Videos an. Auch hier hat man letztendlich genauso viel rausbekommen, wie jetzt letztendlich bei dem System. Und das finde ich eben auch ein bisschen faszinierend, dass ein mechanisches System im Regelfall eigentlich deutlich ineffizienter sein müsste wie ein elektropneumatisches System. Zumindest war es bei den ganzen Minecraft-Kniften immer so. Ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Bedeutet, ihr habt die gleiche Effizienz wie bei einem elektropneumatischen System. Ihr habt die gleiche Energieabgabe und ihr könnt aber auch noch vom Druck höher gehen, wenn es pressiert. Und ihr könnt CO2 verwenden, wenn es pressiert. Ein elektropneumatisches System, wenn ihr da auf Dauer CO2 nutzt und ballert da mal richtig durch, dann friert euch das Ventil hinten ein. Ist hier nicht der Fall. Also ihr seht, das ganze System hat doch gewisse Vorteile, muss man sagen. Das hört sich jetzt alles super an. Jetzt muss man aber noch über einen Punkt sprechen, wo ich auch im Fazit nochmal darauf eingehen werde. Das ist der Punkt Abzug. Wer jetzt eine Wolverine gewohnt ist, habt ihr natürlich so einen kleinen Mikrotaster, macht ihr einfach nur noch bip, 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 könnt also sehr, sehr schnell triggern. Hier arbeitet das mechanische System natürlich vom Trigger oder vom Abzug her komplett anders. Ihr habt hier also keinen Mikrotaster, sondern es ist eher vergleichbar mit einer GBB oder teilweise sogar mit einer Scharfwaffe mit einem schnellen Abzug drin oder sowas. Möchte ich euch kurz erklären, bedeutet, ihr habt den Abzug, im Abzug selbst habt ihr kein Spiel drin. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht irgendwie den Abzug da hin und her fahren, sondern ihr seid direkt vorne am Druckpunkt. Und ihr habt einen klar definierten Druckpunkt. Also nicht einfach so blub, so waschig oder schwammig, sondern ihr habt ein kleines bisschen Widerstand, so geschätzt ungefähr, keine Ahnung, 300 Gramm, 400 Gramm, also nicht so hart oder sowas. Und dann drückt ihr den Abzug nur ganz geringfügig durch, vielleicht so 4-5 mm und dann bricht sofort der Schuss. Und hier eben auch der große Vorteil, dass der Druck eben vorbereitet ist und alles in der Engine schon soweit für den Schuss fertig ist, löst das Modell unheimlich schnell aus. Bedeutet, es muss nicht erst die Luft quasi durchs Ventil durch in die Engine rein, die Nozzle vordrücken, die Kugel laden, dann den Schuss lösen. Nein, die Kugel liegt bereits vorbereitet in der Hop-Up-Kammer drin. Ihr drückt den Abzug und dann könnt ihr euch so vorstellen, dass die Engine einfach platzt. Bedeutet, sobald ihr drückt, wird der ganze Druck, der sich innen drin gesammelt hat oder halt vorbereitet ist, dann, ja, der wird sofort schlagartig einfach nach vorne über die Nozzle abgegeben. Und ihr müsst eben nicht erst die Kugel laden, die Nozzle. Und dadurch ist das System auch für ein mechanisches System extrem schnell, muss ich sagen. Also ihr habt eigentlich keine Verzögerung zwischen Abziehen und der Schuss bricht. Null Verzögerung drin. Aber wie gesagt, der Abzug ist entsprechend aufgrund des mechanischen Systems minimals ein kleines bisschen länger. Also ihr habt nicht nur diesen Millimeter, sondern ihr habt halt dann 4 oder 5 Millimeter. Dafür wiederum ist er aber halt klarer definiert. Also für mich, ich finde ihn sehr, sehr schön. Andere bevorzugen eher halt einen Mikrotaster oder so. Müsst ihr für euch entscheiden, hat Vor-, hat Nachteile. So Leute, und jetzt würde ich sagen, ich quatsch so viel rum, jetzt würde ich sagen, lasst uns doch erstmal ein paar Chronotests anschauen. Ich habe euch die Nova nicht, ich habe euch die Mod 25, also diese fette DMR, habe ich euch nachgekront und einmal diese kleine knuffelige P90 habe ich euch ebenfalls nachgekront. Denn das sind eben die beiden Modelle, die auch von der Lauflänge am größten variieren. Natürlich, kleine knuffige P90 habt einen relativ kurzen Lauf drin. Je kürzer der Lauf, natürlich
kennt ihr auch aus dem AEG-Bereich, desto geringer ist die Energie, beziehungsweise desto mehr Druck muss man einstellen, um mehr Energie rauszubekommen. Und eben im Vergleich dieses DMR-Ding da mit 400 und ein paar zerquetschte Millimeter Lauflänge ist eben die längste von den Kniften, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, was die AK drin hat, aber die drückt natürlich bei gleichem Druck nochmal mehr Energie raus. So, also Chronotest. Und jetzt werdet ihr dann auch sehen, ich habe den Chrono nicht mit 0,2 auch noch gemacht, weil, sind wir ehrlich, ein HPA-Modell mit 0,2 Gramm ergibt wenig Sinn. Also ich habe alles mit 0,3 Gramm gekront und dann immer aufsteigend 6 Bar, 8 Bar, 10 Bar, 12 Bar. Und das Ganze eben nicht nur mit HPA, sondern eben auch bei der Verwendung von einer 425 Gramm CO2-Flasche.
So Leute, somit haken wir den Chronotest ab und wie vorhin schon kurz angesprochen, ich habe das Ganze eben auch mit der MTW damals verglichen, habe es mir jetzt hier auch mal nochmal notiert, die lag bei 120 PSI, was ungefähr 8,3 bar sind, bei ca. 1,9 Joule mit 0,3 Gramm. Bei 140 PSI, was ungefähr 9,6 Joule sind, lag dann die MTW bei 2,2 Joule, ebenfalls mit 0,3 Gramm. So, und hier, wenn man sich das jetzt anschaut, ist es mit der Mod 25 eigentlich exakt identisch. Bedeutet, bei 8 Bar sind wir bei 1,9 Joule und bei 10 Bar sind wir schon bei 2,3 Joule. Also ihr seht, auch das ist eigentlich für die meisten Spielfelder schon wieder fast ja, nicht wirklich relevant, denn so eine hohe Energie darf man so oder so nicht spielen. Bedeutet, mit 8 Bar, das ist ein normaler Druck, hat auch meistens irgendwie so GBBs, Redgas oder so 8 Bar, ist ein schöner, angenehmer Druck und da drückt das Ding problemlos 2 Joule und das ist in Ordnung. Wenn ihr aber doch halt jetzt doch irgendwo mal die Möglichkeit habt und höher spielen dürft, dann habt ihr auch gesehen, dass ihr aber auch sehr viel Energie mit noch mehr Druck rausbekommt. Das Maximale waren eben jetzt hier bei der Mod 25 fast 2,9 Joule mit 0,45 Gramm BBs. Also die Energie ist, wie gesagt, Energieabgabe und das Verhältnis von dem Druck, den ich einführe, was vorne rauskommt, ist genauso wie bei einer MTW letztendlich. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch auf einen Punkt eingehen. Und zwar, ich habe auch die Chrono-Werte von Begadi bekommen. Die sind mir fast ein bisschen zu gering oder sie sind nur mit 0,2 Gramm angegeben. Denn ihr habt es gerade gesehen, 2,9 mit 0,45. Begadi schreibt aber maximal irgendwas von 2,2 Joule oder 2,1 Joule. Dementsprechend passt auf. Ich denke zumindest, dass diese Werte nur mit 0,2 Gramm BBs angegeben ist. Wenn ihr da aber jetzt 0,3er reinstopft oder 0,36, dann steigt die Energie extrem an. Klar, weiterer kleiner Vorteil natürlich bei HPA und klar keine Volumenlimitierung wie bei einer SAEG. Ihr bekommt einfach mit relativ wenig Druck, muss man sagen, sehr viel Energie rausgedrückt aus den Modellen. Und was ihr eben auch gesehen habt, wie vorhin schon kurz angesprochen, wenn ihr dann doch mal CO2 verwenden wollt, weil ihr keine HPA-Flasche habt oder halt so günstig irgendwie ein bisschen HPA-Spaß haben wollt, ja, das funktioniert letztendlich exakt genauso mit so einer CO2-Flasche, nur die Energie liegt geringfügig ein bisschen weiter unten. Also wenn ihr mit einer HPA-Flasche bei 10 Bar irgendwo 2,2 Joule rausbekommt oder 2,3, seid ihr halt bei CO2 dann bei 2 Joule oder 2,1 Joule, also geringfügig kleiner. Müsst halt dann ein bisschen mehr Druck einstellen letztendlich. Okay Leute, so, dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen. Wir geben jetzt mal ein paar Schüsse ab mit den unterschiedlichen Modellen und da werde ich parallel dazu auch auf das Thema Klangbild eingehen. Beginnen wir hier zunächst mal bei der Mod 25 bzw. bei der SR25, mein Lieblingsmodell, entsprechend auch Optik drauf natürlich. So, da müssen wir jetzt zunächst mal beim Klang ein bisschen was ansprechen und zwar, ich habe direkt und zwar instant die Mündungsbremse durch eine andere ersetzt. Wer sich das Modell bei Begadi im Shop anschaut oder wer auch die Videos zu den Syma Nova oder Begadi Nova Modellen gesehen hat, diese ganzen Modelle von Syma haben eine Mündungsbremse drauf, mit diesem Dreizack-Design. Und das Ding, das klingelt so unheimlich nach und ist letztendlich bei der HPA genauso störend, empfinde ich zumindest so, wie bei der SAEG-Variante. Also wie gesagt, dementsprechend Mündungsbremse einfach durch eine Standard-Mündungsbremse letztendlich getauscht. So, und der nächste Punkt ist natürlich auch hier, wie bei anderen HPA-Systemen auch, je mehr Energie ihr einstellt, desto lauter wird das Ganze. Spielt ihr jetzt normal, sage ich mal, bis 1,8 Joule, sind die Modelle sehr leise, muss man sagen. Dreht ihr das Ding hoch auf 2,5 Joule, dann knallt es ein bisschen. Natürlich, irgendwo, der Druck muss raus, das knallt ein bisschen, das platzt. Dementsprechend, wie gesagt, kann man aber, was mir auch aufgefallen ist, zeige ich euch bei der P90 später, kann man aber bei diesen HPA-Systemen unheimlich schön mit einer Schalldämpferattrappe rauspuffern. Bedeutet, wo so eine Schalldämpferattrappe mit ein bisschen Schaumstoff drin bei einer SAEG ja einen Klang ein bisschen dumpfer macht, ein kleines bisschen schöner macht, das funktioniert, ist es bei einer HPA fast noch oder deutlich gravierender. Also wenn ihr dann so ein lautes Ploppen habt, weil einfach so viel Volumen noch rauskommt oder sowas vorne, Schalldämpferattrappe drauf, dann sind die Dinger extrem leise, muss ich sagen. Also, wir fangen jetzt mal an bei der geringstmöglichen Energieabgabe. Das ist jetzt eingestellt, der Regulator, da ist der Hurricane drauf auf
Naja, gut auf 7 Bar. Also nicht ganz 6 Bar, es sind halt 7 Bar. Müsst jetzt ungefähr so 1,4, 1,5 Joule ungefähr haben. Vielleicht noch ganz kurz, Begadi schreibt ja Energie oder Eingangsdruck Minimum 6 Bar, Maximum 12 Bar. Ich habe es auch mal weiter unten probiert. Das Ding cycelt auch problemlos mit 5 Bar oder sogar mit 4 Bar, cycelt das Ganze. Aber wird dann ein bisschen langsam, muss ich sagen. Also ab 5 Bar läuft sie wirklich tadellos, 6 Bar ist eigentlich perfekt. Wie gesagt, wenn ihr noch weniger Leistung haben wolltet, wäre es technisch möglich. Also, schauen wir mal. So, Kugeln habe ich, glaube ich, drin. 7 Bar, genau, und dann schießen wir mal ein bisschen auf den Karton. Und ich denke aber, wir werden heute vermutlich, ja, der Aufprall auf dem Karton von der BB wird vermutlich lauter sein, wie das System selbst. Muss ich in der Nachbearbeitung dann mal gucken, ob ich das irgendwie zusammengeschnitten bekomme mit den 2 Mikrofonen. Also, schauen wir mal. So, okay, also 7, wie gesagt, 7 Bar. Hört sich klasse an. Ein kleines bisschen hört man noch so ein Klingeln. Das müsste wahrscheinlich vorne noch die Bremse sein. Wie gesagt, extrem leise, gerade im Vergleich zu einer SAEG. Jetzt machen wir aber mal ein bisschen mehr Dampf drauf auf die Hütte. Bedeutet, ich drehe das Ding jetzt mal hoch auf 10 Bar. Dann müssten wir so ungefähr bei, keine Ahnung, 2,3 Joule oder so liegen. Wie gesagt, für die Spielfelder deutlich zu viel Energie natürlich. Aber ich möchte einfach mal euch das ein bisschen näher bringen, denn auch jetzt wird es ja natürlich ein kleines bisschen lauter. Habe ich noch BBs drin? Schauen wir mal. So, leer. Habt das gehört? Jetzt ploppt das Ding natürlich schon deutlich mehr, aber jetzt drückt man halt auch irgendwo 2,3 oder 2,4 Joule raus aus dem Teil. Also wir merken uns Energie für alle Spielfeldeinstellungen bis 2 Joule, sage ich mal. Auch in Abhängigkeit der Lauflänge. Klasse, schön leise, schön angenehm, genauso wie letztendlich andere HPA-Systeme auf dem Markt. Und wenn ihr dann mit mehr Energie spielt, oder ihr sagt, ihr habt eine Knifte mit einem kürzeren Lauf, zum Beispiel so eine Nova, wartet mal, zum Beispiel so ein Modell hier, vielleicht auch noch in der noch kompakteren Version. Und ihr wollt trotzdem mehr Energie raushaben und die Lautstärke ein bisschen reduzieren. Knallt euch da vorne einfach so eine Schalldämpfer-Attrappe drauf mit ein bisschen Schaumstoff drin. Das reißt bei so einer HPA extrem viel raus, muss ich sagen. Ja, erzählen kann ich viel, wie der Tag lang ist, ne? Hören wir uns doch das Ganze jetzt nochmal an. Ihr seht, das ist hier eben diese P90, auch von Syma, halt mit der Lizenzversion, habe ich euch damals schon angesprochen, fand ich ein bisschen schade. Das Modell war echt super als SAEG, kostengünstig als SAEG. Und jetzt haben sie so eine blöde FN-Original-Lizenz drauf mit Originallogos. Das kostet das Ding halt irgendwo 80 € mehr. Hätte man drauf verzichten können. Also ich brauche da nicht unbedingt eine Lizenz drauf. Aber gut, sei mal dahingestellt. So, und jetzt seht ihr aber, bei dem Modell haben wir jetzt eben den Punkt, dass wir einen relativ kurzen Lauf drin haben. Ich glaube, was hatten die P90? 200 oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht 220, 230. Aber ihr seht, da ist jetzt eben so eine Schalldämpfer-Attrappe drauf. Das ist irgend so eine Carbon-Version mit Schaumstoff innen drin. So, und dieser Schaumstoff, der nimmt eben diesen Überdruck oder dieses Ploppen extrem geil raus, muss ich sagen. Habe ich euch gerade schon gesagt, bringt echt viel. So, und auch hier zömpeln wir jetzt in die P90 kurzerhand mal kurz 10 Bar rein. Bedeutet, wir werden auch hier irgendwo bei 2 Joule sein bei dem Ding, ungefähr. Also geben wir mal Druck drauf und hören wir uns die P90 mal an.
ihr habt es, glaube ich, gehört, das Ding hört sich mit dieser Schalldämpfer-Attrappe mit ein bisschen Schaumstoff richtig geil an. Bedeutet, da ist das Scheppern oder das Ziehen vom Abzug, von der Abzugstange ist sogar lauter wie der ganze Schuss selbst, muss man sagen. Also wir halten fest, wie gesagt, habt ihr eine Knifte mit einem relativ kurzen Lauf und wollt trotzdem viel Energie bei einer geringen Lautstärke haben, knallt euch eine Schalldämpfer-Attrappe drauf, bringt bei so einem HPA-System extrem viel. So, schießen wir die AK auch noch, oder? Also hören wir uns die AK-74 auch noch kurz an von Syma. Nur ihr seht, ich habe jetzt mal die Flasche gewechselt, denn die hier, diese Aluflasche, wo ist denn hier, die hat jetzt noch circa, naja, 500, 600 PSI hat sie noch ungefähr drauf. Mir hatte mal jemand gesagt, diese HPA-Flaschen darf man niemals komplett leer schießen. Dementsprechend, ich tausche es jetzt mal. Ich weiß aber auch nicht, ob das richtig ist oder nicht. Könnt ihr, wer sich HPA besser auskennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Darf man die Flaschen eigentlich komplett leer schießen? Oder komplett runter oder muss da noch was drin bleiben? Wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich auch interessieren. Wie gesagt, ich tausche jetzt einfach mal zur Sicherheit. Also, frische Flasche mit, was habe ich Ihnen dazu eingestellt? 8 Bar. Also so, auch ungefähr so circa 2 Joule in dieser AK. Und dann hören wir uns auch das Modell mal an. Also auch hier sehr leise, muss man sagen. Dementsprechend übertreiben wir es einfach auch hier mal kurz ein bisschen. Knallen wir das Ding mal hoch, 10 Bar, 11 Bar. So, da geht die Party ab. Nee, Quatsch. Für Spielfelder, wie gesagt, viel zu viel Energie. Da werdet ihr immer so um die 7, 8 Bar, vielleicht mal 9 Bar brauchen. Bei einer kürzeren Lauflänge vielleicht maximal 10 Bar. Ansonsten alles drüber dürft ihr im Regelfall nicht spielen. Also, schauen wir mal jetzt dann mit 10 Bar. Ah, mega. Also auch hier, die hat nicht dieses laute Ploppen und hört sich einfach unheimlich geil an, muss ich sagen. Könnten wir vielleicht auch noch irgendwie, ja, so Schalldämpfer-Attrappe vorne drauf. Okay, machen wir mal das Magazin voll leer. So, jetzt da. Leer das Ding, jawohl. So, und die restlichen Kugeln auf dem Boden. Und weg damit. Also ihr seht, egal welches Modell ihr euch raussucht oder wenn ihr euch eins raussucht, funktionieren letztendlich super, kann man gar nicht meckern. Egal ob jetzt die AK, so eine Nova, eine M4 oder whatever, laufen einfach klasse. Und wie gesagt, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, auch mit CO2, also auch wenn ihr CO2 verwendet, letztendlich genauso. Nur die Energie ist halt geringfügig weniger. Dann lasst uns vielleicht kurz noch ein paar Worte über den Abzug und über die Qualität des Systems verlieren. Alles Weitere von der technischen Seite folgt dann letztendlich in Teil 2 dieses Videos. Also von der technischen Seite zunächst mal den Abzug habe ich euch gerade gezeigt beim Triggern her, wo ich auf den Karton geschossen habe. Funktioniert einfach geil. Also ich mag den Abzug unheimlich. Ihr habt nicht dieses Schwammige wie bei einer SAEG. Ihr habt auch nicht irgendwie einen undefinierten Punkt wie bei einem Gate Aster oder wie bei einem optischen EFCS-System oder wie bei einem Titan, dass ihr einfach ins Leere reindrückt. Irgendwo halt bei dem Weg feuert das Ding mal. Und ihr habt aber auch nicht dieses Kürze, sage ich mal, diesen Millimeter, wo ihr einfach auf diesen Mikrotaster draufdrückt bei einer SAEG, sondern es ist eher angelehnt wie bei einer GBB, aber kürzer. Bedeutet, ihr habt ganz vorne am Abzug habt ihr einen schönen definierten Druckpunkt. Bedeutet einen kleinen Punkt, wo ihr anlegt, dann merkt ihr, hier ist der Widerstand. Und dann drückt ihr oder zieht ihr den Abzug so circa 3 bis 4 Millimeter und dann bricht bereits der Schuss. Und ihr habt es auch gesehen, auch mit dem System, es lässt sich unheimlich schnell feuern letztendlich, ohne abzusetzen oder sowas. Und man weiß einfach, oder ich finde, es ist einfach unheimlich definiert. Bedeutet, man weiß einfach immer, okay, ich liege jetzt an. Der bricht einfach schön. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich mag diese Art Abzüge.
Wer jetzt aber allerdings eher im Speedsoft unterwegs ist und mehr sprayt, wie das erzielt, da würde ich was sagen, da hat eine Wolverine oder auch eine Gate, wie heißt das Ding von Gate, keine Ahnung, die hat da einen kleinen Vorteil wahrscheinlich, weil ihr noch kürzer letztendlich euren Finger bewegen müsst. Aber wie gesagt, das ist dann echt nur relevant, wenn man Speedsoft spielt. Wer normal Airsoft spielt und einfach schnell triggern will, der wird mit dem System ebenfalls super zurechtkommen. Ich werde den Punkt Abzug aber dementsprechend trotzdem heute als Neutralpunkt aufnehmen, denn hier gehen auch die Geschmäcker ein bisschen auseinander, muss man sagen. Wie gesagt, ich persönlich mag so einen definierten, klaren Abzug mit einem gewissen Druckpunkt letztendlich. Andere mögen halt einfach ins Leere drücken mit einem Titan oder mögen halt eher einen Mikrotaster. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber funktioniert super und ihr habt auch gesehen, ihr könnt auch problemlos etwas schneller letztendlich triggern, dieses System. Vom Aufbau, dass es sich hier um ein Closed-Bolt-System handelt, habe ich euch vorhin schon erklärt. Bedeutet, die nächste Kugel wird bereits nach dem Schuss vorgeladen und nicht erst beim Schussvorgang. Die Qualität des Systems, ich habe alle Kniffe mal auseinandergeschustert, wie gesagt, schauen wir uns in Teil 2 an. Ist wirklich hervorragend. Die gesamte HPA-Engine von Bugatti besteht eigentlich aus Edelstahl und aus 7075 Aluminium. Und sie nimmt eben, großer Vorteil meiner Meinung nach, sie nimmt halt ganz normale Zylinderheads von der AEG und ebenfalls stinknormale Nosseln von der AEG problemlos auf. Vielleicht für den einen oder anderen Bastler noch interessant, ihr seht jetzt bei der P90 kommt zwar der Schlauch hier unten raus, bei den AR15 und AR10 Modellen kommt er am Griff ganz normal raus. Aber was ich auch recht cool finde, den Schlauch kann man vorne und unten anschließen. Also die Engine hat 2 Anschlussmöglichkeiten, den Schlauch anzustecken. Und bei der P90 haben sie das jetzt so gemacht, der geht quasi hinten aus der Engine raus, geht dann hier hinten aus der Gearbox raus, macht dann hier hinten so einen ganz großen Radius bis nach unten und unten wieder raus. Also er wird nicht geknickt. Und gerade für HPA-Spieler, die vielleicht ihre Schlauchposition woanders haben möchten, sag ich mal hinten am Schaft raus oder unten an der Buffer-Tube irgendwie raus, kann man einfach den Schlauch ebenfalls einfach hinten anschließen. Und nicht unten nur, wie bei anderen Systemen. Und ihr müsst auch nicht rumziehen und rumquetschen, sondern einfach je nach Position hinten rauslegen, unten rauslegen, funktioniert letztendlich beides. Und wie gesagt, das zeige ich euch dann letztendlich im technischen Teil von diesem Bugatti HPA-System. So Leute, und bevor wir dann zum finalen Fazit kommen zu diesem HPA-System, lasst uns vielleicht noch kurz über Thema Hop-Up sprechen und Feeding letztendlich. Denn da hatte ich mit einem Modell ab und zu ein paar kleine Probleme. Also kommen wir erstmal, das Thema Hop-Up könnt ihr euch schon denken, es ist natürlich ganz normales Bugatti-System drin. Bedeutet, dieses Fly ist in den Kniften drin, dieses Fly 5 und es ist für 0,3, 0,32 war das wirklich klasse. Also nicht davon ausgehen, auch wenn ich mit 0,45 gekront habe, das haut nicht hin mit dem Bucking. Also ihr verliert, mit 0,45 verliert ihr da einfach die Rotation. Dementsprechend, wenn ihr wirklich so eine DMR haben möchtet mit HPA, und ihr wollt 0,4 oder 0,45 Gramm verwenden, nehmt nicht das Fly-Bucking, sondern nehmt von Bugatti eher einen R-Hop, also nehmt einen MAG 5 oder so in 50 oder vielleicht sogar in 60 Shore. Wie gesagt, das wäre für 0,45 Gramm besser geeignet wie das Fly-Bucking. Ansonsten, wenn ihr sagt, out of the box, ich spiele 0,28, 0,3, 0,32, lasst drin, funktioniert perfekt. Auch die Nozzellängen haben alle gepasst, was ich nachkontrolliert hatte. Also bedeutet, dass man kann ja die Engine quasi, wenn man Druck drauf gibt, fährt die Nozzle sauber nach vorne, kann man schön die Hop-Up-Kammer vorne dagegen drücken, das passt von den Nozzellängen. Tipptopp. Und bei jeder dieser Kniften war eben Bugatti Zylinderhead drin, in Kombination von so einer Bugatti Nozzle mit 2 Ohrringen. Also das hat alles wunderbar gepasst. Und wie gesagt, von den Schussergebnissen selbst her habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Also ob ich da jetzt eine von mir hinten hernehme und mal auf 50 Meter, auf 60 Meter schieße, ist genauso wie die Dinge out of the box. Also wie gesagt, Performance vom Hop-Up genauso oder gleichbleibend wie bei einer SAEG. Hier sehe ich keine wirklichen Vorteile. Da hat eher eine GBB, hat eher Nachteile. HPA, SAG hat für mich vom Hop-Up keinen Unterschied. Also schießen letztendlich genauso gut, kann man sagen. So, jetzt möchte ich aber noch kurz auf die AK eingehen. Hier sind im Lieferumfang waren 2 Magazine dabei. Ich habe beide Magazine versucht und ein Magazin hat mit 0,32 Gramm BBs leider gezickt. Bedeutet, wenn man dann hier 0,32 Gramm BBs reingemacht hat und hat wirklich mal zügig die BBs rausgeblasen,
kam es ab und zu dazu, dass einfach keine BB mehr rausgekommen ist. Da haben sich dann die BBs hier oben irgendwo in dem Kanal verklemmt, da musste man wieder ein kleines bisschen klopfen, bis die BBs wieder nachgerutscht sind. Und das aber nur bei 0,32, also 0,2. Gut, ist ja wurscht. 0,2 funktioniert, 0,25, 0,28 haben auch problemlos drin funktioniert. Aber wie gesagt, ansonsten hier vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr auch mal irgendein Magazin habt, wo die BBs ab und zu drin hängen bleiben und nicht nachrutschen, aufschrauben, Feder rausmachen, die Hälften auseinanderbauen und diese Spule oder diese Spirale, wo die BBs entlanglaufen, reinigen und vielleicht sogar ein bisschen Silikonöl auf ein Tuch drauf sprühen und einmal auf dieser Führung entlangfahren. Nicht ertränken, ihr wollt den Rotz nicht irgendwo in der Hop-Up-Kammer haben, aber das darf gern ein kleines bisschen, ja, so ein hauchdünner Film letztendlich drauf sein, damit die BBs einfach sauber flutschen. Wie gesagt, nur bei dem einen AK-Magazin, das andere, was dabei war, hat problemlos funktioniert. Ansprechen tue ich es aber dennoch. Gut Leute, das soll es gewesen sein mit Teil 1 von diesem Bugatti HPA-System. Wir machen jetzt mal nochmal so eine kleine, nicht Zusammenfassung, aber wir machen ein kleines Fazit in Bezug nur auf die Engine. Denn wer jetzt das Video sich angeschaut hat und sich jetzt fragt, ja, wie ist denn diese Mod 25, wie ist denn jetzt diese P90 oder die AK? Leute, das sind letztendlich die 1:1 die gleichen Modelle wie bei den S-AEGs. Bedeutet, ich brauche euch jetzt nicht die ganzen Kniften nochmal komplett im Detail erklären. Es geht heute wirklich nur um dieses HPA-System. Wenn ihr Infos braucht, Bedienbarkeit, Qualität von den Externals, also wie ist das Grundmodell sozusagen, habe ich euch bereits zu jedem von diesen Modellen ein Video zu der S-AEG oder zu der AEG-Version gemacht. Könnt ihr da reinschauen. Wie gesagt, die Externals sind 1:1 exakt identisch, brauchen wir nicht nochmal durchkauen. Also Fazit zu diesem Bugatti HPA-System, beziehungsweise zu der Engine, oder nennen wir es System. Also erster Pluspunkt, den ich mir notiert hatte, was ich sehr geil finde, dass aufgrund der Kompatibilität zu ganz normalen Zylinderheads und ganz normalen Nosseln eben auch eine große Modellvielfalt möglich ist. Bedeutet, man bekommt jetzt eben auch eine P90 als HPA, man bekommt eine SVD, eine SVU als HPA. Also das haben sie geil konstruiert. Und für mich persönlich ist es eben auch nochmal ein gewisser Vorteil, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, aufgrund der Nozzellänge. Wie gesagt, finde ich einfach geil konstruiert, kann man viel damit anfangen. So, zweiter Pluspunkt, das seht ihr dann im zweiten Teil dieser Videoserie, wenn wir uns die Engine mal im offenen Zustand anschauen und auseinanderbauen werden. Die Qualität von dieser Engine ist wirklich für den Preis sehr beeindruckend. Bedeutet, es ist alles komplett CNC gefräst. Ihr habt sehr viel Edelstahl in der Engine drin, also nicht einfach irgendwie billiges Alu hergenommen, sondern wirklich extrem hochwertig verarbeitet. Passgenauigkeit, Toleranzen, wirklich hervorragend. Und das für den Preis. Dementsprechend Verarbeitungsqualität von der Engine gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Nächster Pluspunkt ist die Energievielfalt, was die Engine an den Tag legt. Und das gerade, was mich so dran begeistert ein bisschen, für eine mechanische Engine. Bedeutet, man ballert den gleichen Druck rein wie bei einer Wolverine, wie bei einer P-Star, die eben elektropneumatisch sind, bekommt aber bei der mechanischen Box von Bugatti die gleiche Energie vorne raus. Wie sie das machen, verstehe ich nicht ganz, denn meiner Meinung nach war es eigentlich immer so, dass mechanische Engines immer deutlich mehr Druck brauchen oder deutlich mehr Volumen brauchen oder mehr Luft brauchen, weil sie halt noch repetieren müssen. Da dementsprechend hatten eigentlich elektromagnetische Systeme immer einen kleinen Vorteil. Und das ist bei der Engine aber nicht der Fall. Wie gesagt, ihr ballert da 10 Bar rein oder ihr ballert 8 Bar rein, ihr kommt auf die gleiche Energie wie bei einem Wolverine oder wie bei einer MTW. Und wie sie das gemacht haben, keine Ahnung. Wie gesagt, Energieabgabe schön. Auch gerade, finde ich, für die deutschen Spielfelder oder von der Energievielfalt gut eingestellt. Habe ich euch gesagt, auf den meisten Spielfeldern werdet ihr wahrscheinlich so mit 7 Bar, 8 Bar, lass mal 9 Bar sein oder bei wirklich sehr kleinen Waffen mit kurzen Lauf vielleicht mal 10, 11 Bar. Das ist alles vollkommen in Ordnung und ihr bekommt einfach dementsprechend auch aus einer Knifte mit einem sehr kurzen Lauf extrem viel Energie raus. Wie gesagt, lässt sich super einstellen, ob ihr das Ding jetzt mit 6 Bar spielt, mit einem Joule oder mit 2,9. Nein, mit 2,9 spielt ihr eh nicht. Aber ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Ihr bekommt ausreichend viel Energie aus den Dingern raus. Teilweise sogar fast ein bisschen zu viel Energie. Also Energieabgabe und Einstellbereich einen Pluspunkt. So, dann eben auch die Effizienz mit dem mechanischen System. Natürlich, es wird euch nicht ganz an eine Inferno oder so rankommen. Bedeutet,
Ihr braucht irgendwo, muss natürlich die Engine mal cyclen oder halt mal durchladen und dafür wird ein kleiner Druck hergenommen, da wird ein bisschen Volumen hergenommen. Bedeutet es, die Effizienz von dem System, egal ob ihr CO2 oder HPA verwendet, ist tadellos. Ihr kommt problemlos über den ganzen Spieltag mit ausreichend Flasche und mit so einer großen 1,5 Liter Flasche könnt ihr wahrscheinlich 3 Tage lang spielen, ununterbrochen, also 6000 Mumbeln raushauen oder so. Also das ist wirklich super. Ich bin aber der Meinung, dass eine MTW mit einem elektropneumatischen System minimalst noch effizienter sein könnte. Ich habe es nicht komplett ausgerechnet oder kontrolliert. Dann sind wir ehrlich, wer stellt sich denn hin und drückt da 2000 Schuss raus und zählt nach, wie der Druck abfällt? Aber wie gesagt, auf gleichem Niveau oder geringfügig weniger bei dem Bugatti HPA-System. Also Effizienz für ein mechanisches System, super, gerade im Vergleich zum Beispiel zu diesem Mancraft oder sowas. Also Effizienz ein Pluspunkt. So, dann eben der nächste Pluspunkt, den ich mir notiert hatte, auch die Kompatibilität zu CO2. Weiß ich persönlich aber jetzt nicht, ob das mit anderen Engines auch geht. Kann ich euch nicht sagen. Ich meine, ja, dass vielleicht irgendwie das Ventil zufrieren kann bei einem elektropneumatischen System bei CO2, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, ich gebe den Pluspunkt jetzt mal. Könnt ihr gerne noch was dazu schreiben, wenn ihr da mehr drüber wisst. Ich finde es aber einfach cool, wisst ihr, wenn ihr so eine Flasche nicht habt, geht ihr kurz in Edeka oder in Lidl rein, holt euch so eine CO2-Pulle, schraubt dann einen Regulator drauf und drückt durch das Ding CO2 durch. Und das funktioniert letztendlich genauso. Ohne irgendwie, dass die Ohrringe irgendwie einfrieren, dass das Ding undicht wird. Ohne Cooldown, dass die Energie die ganze Zeit abfällt. Nix. Das Ding läuft mit CO2 letztendlich genauso. Also auch ein Pluspunkt finde ich CO2 und dementsprechend eine schöne Alternative, wenn man eben gerade keine HPA-Flasche oder keinen Kompressor zur Verfügung hat. So, nächster Pluspunkt, was gerade schon oder vorhin schon angesprochen, die Kompatibilität, eben die Modellvielfalt und dementsprechend auch die Kompatibilität zu AEG-Nozzle und AEG-Zylinderheads. Vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, ja klar, macht ein anderes Bucking rein, wollt ihr irgendwie eine andere Hop-Up-Kammer drin installieren, müsst ihr, wenn ihr keine Neptune verwendet, im Regelfall die Nozzle-Länge anpassen. So, und jetzt passt mal bei anderen Systemen die Nozzle-Länge an. Entweder bekommt ihr gar keine Nozzle in der richtigen Länge oder sie sind nicht in Deutschland verfügbar oder sie sind relativ teuer. Bei dem Bugatti HPA-System kauft ihr für 4 € eine AEG-Nozzle und ist dazu kompatibel. Und das finde ich als von der technischen Seite und als Bastler finde ich das einfach geil. Also gibt mir sehr viel Spielraum. Also AEG-Nozzle kompatibel letztendlich. Und da können wir vielleicht gleich bei dem Punkt noch, das gebe ich jetzt nicht als extra Punkt, aber was mir gerade noch einfällt mit dem Punkt, klar, Ersatzteilversorgung, wenn ihr mal guckt, schaut mal, wenn ihr euch eine Kitara kauft, P-Star oder irgendwelche anderen Systeme und geht euch bei der Engine irgendwas kaputt. Entweder, wenn das Zeug in Deutschland verfügbar ist, ist es schweineteuer oder ihr bekommt es einfach gar nicht her. Hier hat man halt einen großen Vorteil, dass ihr Ersatzteile innerhalb von 1 bis 2 Tagen bei euch wieder zu Hause habt. Nach der Gewährleistung. Also, wie gesagt, ich gebe es nicht als extra Punkt, aber ich spreche es an. So, und natürlich der allerletzte und dementsprechend meiner Meinung nach auch der größte Pluspunkt ist gesamter Punkt Preis-Leistungs-Verhältnis. Haben wir am Anfang dieses Videos sehr lang drüber gesprochen, habe ich mich auch ein bisschen ausgekotzt. Aber sind wir doch mal ehrlich, man wird einfach bei diesen HPA-Engines teilweise echt übers Ohr gezogen. Die Dinger sind für das, was man bekommt, einfach viel zu teuer. 500 € für ein bisschen Alu und eine kleine Platine, was im EK irgendwo oder in der Herstellung irgendwo 30 € oder $30 kostet. Geht halt irgendwo nicht. So, und hier muss ich sagen, da liefert Bugatti genauso mit dem Core damals wieder genau das Richtige letztendlich. Man bekommt einfach ein HPA-System in einer guten Qualität, Edelstahl, Pipapo, für einen unheimlich fairen und günstigen Preis. Und das finde ich einfach geil. Und natürlich sieht man hier auch wieder, Bugatti macht das Ding halt einfach selber und kauft es nicht irgendwo wieder ein, dass 5 andere Firmen irgendwie noch Geld verdienen wollen dran. Nein, die lassen das irgendwo fräsen und dann kommt es nach Deutschland und fertig. Irgendwo in Polen wahrscheinlich oder weißt du Geier wo. Aber wie gesagt, finde ich einfach geil und dementsprechend haben wir als Endkunden oder als Spieler auch die Möglichkeit, jetzt eben günstig an ein HPA-System zu kommen und müssen nicht 1000 € für das blöde Klump ausgeben. Ja, bitte entschuldigt, aber sei doch mal ehrlich, es kommt auch bloß eine Kugel vor dir rausgeflogen. Ob es das Ding 2000 € kostet oder 500 € kostet. Nee, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis für die Qualität, Hut ab, finde ich sehr, 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 sehr fair.
So, hier habe ich euch aber auch beim Thema Preis-Leistung vorhin auch schon gesagt, die Modelle, was ich jetzt hier auf dem Tisch hatte, die sind preislich extrem attraktiv. Also wirklich extrem. Das Ding kostet 550, 560, glaube ich, als HPA-System mega. Da kaufe ich dann noch mal eine Flasche dazu, kaufe ich Regulator. Da könnt ihr das ganze Equipment noch dazu kaufen und seid trotzdem nicht auf dem Preis von einer Wolverine oder bei einer MTW. Es gibt aber auch Modelle, die sollen deutlich teurer sein. Also bitte nicht jetzt irgendwie verwechseln, dass das alles super billig ist und spritzig ist. Und nee, so eine SMR 28, also diesen HK-Verschnitter, diesen HK-Klon von der M110, den wir uns angeschaut haben, der kostet halt als HPA auch 680 Euro. Ja, natürlich, es sind auch keine 1000 Euro, aber es sind trotzdem 680 Euro. Aber wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis gerade im deutschen Bereich finde ich klasse, gebe ich einen Pluspunkt. So, ich habe noch ein paar Neutralpunkte notiert, worüber wir noch kurz sprechen möchten oder müssen. Der erste Neutralpunkt ist Thema Abzug. Habe ich euch vorhin schon gesagt, ich persönlich mag den Abzug unheimlich. Ihr habt wie bei einer GBB letztendlich ein bisschen geringer vom Abzugsgewicht her, aber ihr habt direkt vorne einen definierten Druckpunkt und zieht dann letztendlich den Abzug so circa 3 bis 4 mm. Ihr habt also einen schönen, klaren Punkt letztendlich, wo ihr den Finger anlegen könnt. So, und das ist ein Punkt, den viele werden ihn mögen. Viele werden sich mega drüber freuen, über so eine Art Abzug. Es gibt aber sicherlich auch den einen oder anderen Spieler, der eher ins Leere drückt, wie bei einem Titan oder auf einen kleinen Mikrotaster drückt, wie bei der MTW. Also hier muss man ein bisschen abwägen, wer mag das, wem gefällt es, wer mag eher Speedsoft spielen, irgendwie mit Padball-Maske und ist die ganze Zeit bloß am Sprayen. Der ist dann wahrscheinlich mit einem Wolverine-System und mit einem Mikrotaster bisschen besser bedient, muss ich sagen, für meinen Teil. Aber auch hier nichts Gravierendes, nichts Schlechtes. Ihr habt es gesehen beim Triggern, ihr könnt genauso schnell triggern wie mit einer SAG, genauso schnell feuern, ohne Einschränkung. Der Abzug ist aber schön definiert, muss ich sagen. Wie gesagt, müsst ihr für euch entscheiden. So, den nächsten Neutralpunkt, da habe ich echt lange überlegt, ob ich den gebe. Aber was mir aufgefallen ist, das werdet ihr auch im Teil 2 sehen, nicht nur die Engine hat von Begadi so ein QC-Aufkleber irgendwie drauf, sondern auch die Gearbox hat einen Aufkleber drauf. So, und wenn man jetzt natürlich einen von diesen Aufklebern da runter macht oder zerschneidet, hat man keine Gewährleistung mehr. Ja, das ist ganz normal, das ist verständlich, natürlich, die müssen sich auch absichern letztendlich. Auf der Engine verstehe ich das. Das ist super, klar, wer die Engine aufmacht, Gewährleistung kaputt, ist ja bei einer AEG genauso. Aber warum denn die Gearbox? Das heißt, selbst wenn ich die Nozzle tauschen möchte oder mal eine neue Tappet-Plate brauche, darf ich das während der Gewährleistungszeit nicht selbst machen und muss die ganze Knifte zu Begadi schicken, dass die jetzt das dann tauschen und mir die Knifte wieder zurückschicken. Ich meine, ich pfeife auf sowas. Ich mache mal Zeug selber, aber für jemanden, der einfach nicht schrauben möchte und das einfach machen lässt, finde ich, ist es ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade. Wie gesagt, man kommt so einfach an die Nozzle ran bei dem System, man kommt so einfach an die Tappet-Plate ran. Hätte man doch einfach nur die Engine verkleben können und nicht die ganze Gearbox auch noch. Wie gesagt, ich gebe es rein aus meiner Sicht als Neutralpunkt, wird aber vermutlich nur die Leute interessieren, die so Gewährleistungssachen letztendlich in Anspruch nehmen. Wer selber schraubt, den wird es wurscht sein wahrscheinlich. So, und der nächste Neutralpunkt, das habe ich jetzt aber nur gelesen und kann es nicht bestätigen. Begadi hat im Langzeittest ich weiß es nicht mehr, ich glaube bei 100.000 Schuss haben sie die Tappet Plate gewechselt oder bei 50.000. Weiß ich nicht mehr, müsste ich noch mal gucken, was da in der E-Mail drin gestanden ist. Auf jeden Fall nach einer Riesenzeit, also lass es mal 50.000 Schuss sein, war anscheinend bei irgendeinem Modell die Tappet Plate verschlissen. Dementsprechend gehe ich mir jetzt davon aus, wenn man sich das so anguckt mit der Tappet Plate und wie das dann abläuft von der technischen Seite, wenn man da jetzt mal öfters irgendwie einen Klemmer in der Hop-Up-Kammer hat, dann könnte es schon sein, dass die Tappet Plate aufgrund des hohen Druckes, was die Engine letztendlich abliefert, verschleißanfälliger ist, wie jetzt bei einer SAEG. Könnte ich mir vorstellen. Dementsprechend, ich gebe es jetzt mal als Neutralpunkt. Ja, auch die Tappet Plates hat Begadi geschrieben, die bekommt er hinterhergeschmissen, irgendwie 5 Euro oder so. Aber da sind wir wieder bei dem nächsten Punkt an Gewährleistung. Also, wie gesagt, wenn die Tappet Plate nach 50.000 durch ist, ja gut, dann ist so, man bekommt problemlos Ersatz. Ich gebe es dennoch mal als Neutralpunkt. Bei einer SAEG hält die normalerweise um die 1000 Schuss. Was habe ich jetzt gesagt? 1000 Schuss? 100.000 Schuss. Problemlos. Genau, also hier, wie gesagt,
wenn mal irgendwas sein sollte oder wenn ihr einfach eine zu lange Nozzle drin habt und selber irgendwie bastelt und macht, kann es passieren, dass die Tablet Plate halt aufgrund des hohen Druckes eher verschleißt wie bei einer SAEG. Das gebe ich noch als Neutralpunkt. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Spickzettel, brrr, Abzug habe ich angesprochen, Gewährleistung habe ich angesprochen. Okay, damit bin ich für meinen Teil erstmal durch. Für diesen Teil. Also Leute, wollt ihr jetzt zu diesem Video noch irgendwas ergänzen? Dann wisst ihr Bescheid, jeden Zeit einmal Kommentarfeld unten drunter knallen. Habe ich irgendwas falsch erklärt oder ihr seid HPA-Spieler und habt mehr Ahnung wie ich, auch dann jederzeit alles ins Kommentarfeld reinknallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen, würde mich mega drüber freuen. Und ich lege jetzt direkt gleich los mit Teil 2 dieses Videos. Also, haut rein!